Herzlich willkommen Fische auf meinem Kanal. Ich schaue jetzt mit den Tarotkarten, was dich im August 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und den Aszendent und für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Los geht's für Fische bitte. Was kommt im August 2025 auf Fische zu? So, okay, schon wieder zweimal die 10. Also einmal die 10 der Münzen und dann habe ich hier das Rad des Schicksals, 10. große Arkana. Das ist so wie bei Krebs. Und dann hier die 9 der Schwerter im Unterdeck. Ja, Fische, das, was ich gleich reinbekomme, also so wie bei jeder Legung anscheinend, auch hier haben wir die Engelszahlen. Also, wenn du sehr oft 10:10 Uhr siehst oder 10:10, dann ist das einfach ein Hinweis, dass die Legung für dich ist. Das kann eine Aussage sein, das kann die ganze Legung sein oder eben nur ein Teil. Wie gesagt, ich habe jetzt die Engelszahl in jeder Legung, keine Ahnung. Und wenn du nichts damit anfangen kannst, einerseits geht es darum mit diesen Engelszahlen, dass man auf dem richtigen Weg ist und andererseits die 1 steht für den Neuanfang, aber eben auch für das Manifestieren, für das Meistern und die 0 eben für diesen Reset. Das heißt, hier wartet einfach ein Neuanfang für dich und hier mit den Tarotkarten abseits jetzt von dem ganzen Mathematischen, die 10 der Münzen, die zeigen einfach den Erfolg, der dir bald zustehen wird. Ich sage nicht, dass das gleich im August ist. Warum? Erstens, die Münzen, die sind langsam und ich habe hier das Rad des Schicksals, das ist eine große Arkana und ist halt von der Zeit einfach viel länger. Da gibt es einfach eine größere Zeitspanne und mit den 9 der Schwerter nehme ich einfach wahr, einerseits beruflich bzw. finanziell, dass du hier am Hadern irgendwie bist, ob jemals, beziehungsweise ob du jetzt bald endlich deinen Erfolg einfangen kannst, eben finanziell oder im beruflichen. Und wenn du zum Beispiel ein zweites Standbein gerade aufbaust, dass du dich hier halt fragst, wird das erfolgreich oder jetzt habe ich 3 Monate schon investiert, aber irgendwie sehe ich nichts. Und hier bist du aber auch aufgerufen, ein wenig geduldig zu sein. Einerseits, wie erwähnt, wir haben die Münzen, das ist die langsamste Energie, das ist zwar eine sichere Energie, aber dafür dauert die, glaube ich, Ewigkeit. Und mit dem Rad des Schicksals ist es halt auch wieder eine längere Zeit. Und mit dem Universum, wir bekommen halt das dann, wenn wir das brauchen, beziehungsweise wenn es halt für uns bestimmt ist und nicht immer dann, wenn wir der Meinung sind, dass wir das jetzt wollen. Das ist leider so. Wir Menschen funktionieren ja anders als das Universum. Und hier liebestechnisch nehme ich es aber andersrum wahr, dass hier jemand Reue verspürt, weil er sich komisch dir gegenüber verhalten hat. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass du dich getrennt hast oder dass da jetzt irgendwie ein Streit gab, sondern eher irgendwas ist da vorgefallen. Das kann jetzt ein Satz gewesen sein, der dein Gegenüber losgelassen hat und den bereut er jetzt, beziehungsweise vielleicht hat er auch irgendetwas gemacht, was nicht in Ordnung war und der hat da jetzt irgendwie Zweifel, ob du da ihm jetzt noch erhalten bleibst. Es geht hier nicht zwingend um die romantische Liebe, ich habe auch hier die Familie liegen, beziehungsweise die Freunde, die Bekannten. Hier sind eben die quälenden Gedanken. Habe ich es jetzt versaut mit Fische? Kann ich das irgendwie wieder gerade biegen? Hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen? Und egal worauf du schaust, hier mit dem Rad des Schicksals, es kommen positive Veränderungen auf dich zu. Da bist du aber auch aufgerufen, einfach Vertrauen zu haben, dass das dann kommt, wenn es für dich bestimmt ist. Und es ist eine kollektive Legung, das heißt für manche ist es bestimmt und für andere wartet eben etwas anderes oder etwas Besseres auf sie. Aber hier eben auch alle Elemente hast du hier zur Verfügung. Also wenn du irgendwie daran zweifelst, ob du all das, was du für deinen Erfolg brauchst, sei der jetzt finanziell, selbst wenn du nicht mehr arbeitest oder eben beruflich, du hast hier alles, was du brauchst. Und ich nehme hier auch mit dem Rad des Schicksals, siehst du hier das Ass der Schwerter, ich nehme hier wahr, auch mit den Büchern, dass du im August etwas erfährst, was dich weiterbringt. Vollkommen egal, auf welchen Lebensbereich du schaust, aber das ist etwas, was dir wirklich weiterhilft und ich habe das Gefühl, was dir einfach eine Entscheidung erleichtert. Vielleicht sagt dir jetzt jemand, wie eine Situation wirklich war oder offenbart sich und dadurch kannst du einfach weitergehen. Aber wir schauen jetzt weiter. Auf jeden Fall, die 10 steht eben für die Vollendung, das heißt, hier geht wirklich etwas zu Ende, aber jetzt nicht im negativen Sinne, das muss gar nicht heißen, dass das jetzt eine schlechte Phase war, sondern einfach, dass hier jetzt etwas noch Besseres auf dich wartet. Ein neuer Zyklus sozusagen.
Wie geht's weiter für Fische, bitte? So, wie viel? Na, 2 Karten, die gehen wir wieder zurück. Außerdem sei froh, Fische, den Teufel, den brauchen wir nicht. Gut, wir nehmen die 3 der Stäbe und im Unterdeck habe ich die 6 der Kelche. So kann man es auch machen. Wie schon erwähnt, es geht einfach positiv voran. Du kannst hier mit den 3 der Stäben schon eine lange Zeit darauf gewartet haben, dass eine gewisse Sache voranschreitet oder dass du endlich einfach Ergebnisse einmal siehst. Das ist so wie vorhin schon angesprochen. Du tust und du siehst aber im Außen irgendwie nichts. Und natürlich, wenn du dir ein zweites Standbein eröffnest, ist vollkommen egal, ob das jetzt wirklich mit digitalen Produkten ist oder eben auch offline, dass du irgendwelche Bastelarbeiten oder so verkaufst. Das braucht halt seine Zeit. Vor allem, es ist ja nicht jeder so marktschreierisch und du musst ja auch erst einmal dein Publikum angeln. Und es ist halt leider auch so, dass manche Menschen nicht einmal sich selbst wirklich kennen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie ich bin, woher soll ich dann wissen, was ist meine Zielgruppe? Ich muss ja authentisch verkaufen und dadurch muss ich ja auch wissen, wie bin ich selbst, welches Verhalten habe ich, wie bin ich als Unternehmer sozusagen. Und bei der Karte geht es ja im klassischen Sinne darum, dass dieser Mann wartet, bis seine Schiffe in den Hafen anlaufen und hier mit dem ganzen Gold, der Himmel ist ja nicht blau, wie es klassisch ist, sondern einfach Gold, weil das für den Erfolg steht. Und mit den 3 der Stäben, wie gesagt, du kannst schon eine lange Wartezeit hinter dir haben, weil Schiffe sind ja generell langsam, aber hier geht es auch um eine Reise. Das muss jetzt gar nicht physisch sein, sondern einfach hier geht es bei deiner Seelenreise weiter. Für den einen oder anderen natürlich, es ist Hochsommer, da verreisen sehr viele Leute. Und bei dieser Reise kann es sein, dass du auf jemanden triffst, den du seit deiner Kindheit oder Jugend zumindest kennst, aber aus den Augen verloren hast, oder du triffst hier auf deine Seelenliebe, wenn du daran glaubst. Wenn nicht, dann lass das einfach. Ich muss ja halt alle Möglichkeiten aufzählen. Du kannst ja jemand wiedersehen, den du schon seit längerer Zeit aus den Augen verloren hast, und diese Person kennst du schon seit einer langen Zeit. Also da geht es jetzt nicht um, keine Ahnung, 6 Monate, sondern hier rede ich wirklich von Jahren, und das ist aber ein freudiges Wiedersehen. Und die anderen, die haben einfach Erinnerungen an ihre Kindheit. Vielleicht, wenn du da jetzt wirklich etwas bastelst oder wie auch immer. Es kann einfach auch mit dem Neumond und mit diesen ganzen astrologischen Konstellationen im Moment sein, dass du sehr stark, ich will jetzt nicht sagen, an deinem inneren Kind arbeitest, sondern einfach, dass die Vergangenheit, aber auch deine Kindheit eine sehr große Rolle spielt und du dich einfach damit auseinandersetzt. Vollkommen egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber durch dieses Auseinandersetzen oder durch diese Erinnerungen bekommst du vielleicht auch Ideen oder Impulse, wie du gewisse Dinge nicht mehr machen möchtest, oder eben auch so Impulse, was wollte ich eigentlich als Kind werden oder welche Träume oder welche Ziele hatte ich als Kind. Und dass du dich denen auch ein Stück wieder widmest, aber diesmal halt ein Stück mehr realistischer, dass man das auch im Erwachsenenalter wirklich umsetzen kann. Also, das sind gute Karten und Fische. Wir schauen natürlich wie immer auf einen letzten Impuls für Fische, bitte. So, dann haben wir 2 Impulse. So, die lege ich rein. Die ist ja schon rausgesprungen und die Welt hat sich ohnehin gezeigt. Also, ich habe hier die 21. große Arkana. Das ist die Welt, und hier habe ich die 20. große Arkana, das Gericht. Ja. Und im Unterdeck bleiben wir wie vorhin schon bei den 9 der Schwertern. Das lasse ich jetzt so liegen, brauche ich nicht mehr erklären, habe ich schon. Hier mit der 21, hier mit der 20 geht es einerseits um den Magier, das heißt ums Manifestieren. Es kann ja wirklich ein Wunsch in Erfüllung gehen, und da hilft dir auch das Universum, den du dir schon seit langer Zeit manifestiert hast. Es kann jetzt wirklich um finanziellen Reichtum gehen, aber auch, dass deine Familie wieder zueinander findet oder du auch mit deinem Partner wieder dich versöhnst, beziehungsweise vielleicht mit jemandem aus der Vergangenheit. Es ist rückläufiger Merkur, und wie wir wissen, da kommen auch Ex-Partner zurück. Ob du das willst, Fische, das entscheidest ausschließlich du. Aber mit dem Magier geht es einerseits um das Manifestieren, aber auch, dass du einfach im August die Willenskraft hast, für das, was du möchtest, zu kämpfen, das umzusetzen, was dir wirklich am Herzen liegt. Hier auch mit den Stäben, hier geht es ja wirklich um Kreativität, aber auch um den Tatendrang, dass du jetzt endlich Fortschritte irgendwo sehen möchtest. Und wenn du dir wirklich ein zweites Standbein aufbauen möchtest, beziehungsweise bereits aufgebaut
hast, dann wirst du hier auch neue Ideen bekommen, wie du das vielleicht anders umsetzen kannst, damit du auch vielleicht schneller, aber dennoch nachhaltig Ergebnisse erzielen kannst. Und wie vorhin schon angesprochen, mit der 10, hier mit der Welt, hier geht ein Zyklus zu Ende. Eine lange Phase und es wird einfach wieder leichter. Selbst wenn du sagst, ja, mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht, dennoch werden gewisse Dinge einfach leicht. Und es kann auch sein, dass deine Gedanken sich ein wenig in eine andere Richtung drehen, dass dir zum Beispiel schneller Einfälle kommen oder eben auch, wie du Dinge besser umsetzen kannst. Und auch hier mit der Welt geht es um eine Reise, aber ich nehme halt wirklich für die meisten wahr, dass das mehr diese Seelenreise ist, dass man mehr zu sich findet oder eben auch Grenzen setzt und sagt, welche Menschen oder was tut mir eigentlich nicht mehr gut und möchte ich für mich selbst leben oder für andere. Und hier mit dem Gericht erlöst du dich einerseits von diesen falschen Glaubenssätzen, also dass man zum Beispiel anderen immer alles recht machen muss oder man möchte ja niemanden verletzen und deswegen missachtet man eigentlich seine eigenen Bedürfnisse. Wir Frauen neigen ja oft dazu, das ist so. Und auf der anderen Seite, ja, hier mit dem Gericht geht es auch um eine Versöhnung. Also du kannst dich hier mit jemandem aus deiner Vergangenheit oder wo es im Moment nicht so gut läuft und wo du vielleicht wirklich keinen Kontakt mehr hast, versöhnen. Das hatten wir ja auch hier mit dem Ass der Schwerter. Und ich nehme hier wirklich wahr, dass selbst wenn du nur mit dieser Person redest, dass dich das ein wenig freier macht. Das heißt jetzt gar nicht, dass du der Person vergeben musst oder dass du sagst, ja, ich nehme dich wieder in meine Arme, wir können wieder zusammen sein. Oder wenn es hier um etwas Familiäres geht, dass du wieder ein Teil der Familie sein möchtest oder wie auch immer, sondern einfach, dass irgendwie noch etwas gefehlt hat, sodass du wirklich mit dieser Sache oder mit dieser Person abschließen konntest. Und das wird aber ab August, wie gesagt, es sind große Arkanas, deswegen ja, bis maximal Ende September wirst du hier abschließen können. Dieser Person tut es leid, die hat wirklich schlaflose Nächte, weil die ja irgendetwas verbockt hat und die muss das einfach gerade biegen. Und du hast ja hier den 9, hier mit dem Schwert sind wir bei der 10 und dann ist Ende. Also dieser Mensch muss da wirklich reinen Tisch machen. Ich habe da wirklich ein Bild vor mir mit einem Menschen, der schon richtig Augenringe und alles hat, weil er nicht mehr schlafen kann und der auch keinen Antrieb mehr hat, dadurch, dass der ja ständig daran denkt, was er da eigentlich falsch gemacht hat. Vielleicht waren da auch andere Personen involviert, man hat eine falsche Entscheidung getroffen oder man hat dir einfach bei irgendeiner Sache nicht geglaubt, obwohl du die Wahrheit gesagt hast, Fische. Wie auch immer, du weißt es am besten. Hier kommen positive Zeiten auf dich zu, Fische, und vor allem erfolgreiche. Und da geht es nicht zwingend um das Berufsleben, sondern um alle Lebensbereiche. In diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.